Stellen Sie sich vor, Sie wachen im Jahr 2055 auf. Sie öffnen die Augen. Das Erste, was Sie sehen, ist nicht die Decke Ihres Schlafzimmers, sondern ein leises Aufleuchten an der Wand gegenüber. Keine Lampe, kein Bildschirm. Die Wand selbst zeigt Ihnen die Temperatur draußen, Ihre Termine, den Stand Ihrer Solaranlage. Sie stehen auf. Die Heizung hat sich automatisch auf Ihre Körpertemperatur eingestellt, nicht weil Sie sie programmiert haben, sondern weil das Haus Sie kennt. Das ist kein Science Fiction. Das sind die logischen Konsequenzen von Entwicklungen, die heute bereits in Gang sind. Die Frage ist nicht, ob Europa sich bis 2055 verändern wird. Die Frage ist, wie sehr und in welche Richtung. Schauen wir hin. Ich werde dir alles Schritt für Schritt erzählen. Aber bitte hör auf, mich zu beleidigen. Deutsch ist wie meine Gefühle. Europa war immer ein Kontinent der Städte. Aber 2055 sind Europas Städte nicht mehr das, was wir heute kennen. 70% der Europäer werden in städtischen Gebieten leben. Das klingt nach einer Zahl. Es ist eine Revolution. Ganze Regionen, die heute noch ländlich geprägt sind, Teile Ostdeutschlands, Süditaliens, des ländlichen Frankreichs, werden leerer sein als je zuvor seit dem Mittelalter. Dörfer werden nicht sterben, aber sie werden schrumpfen. Und die großen Zentren, Berlin, Wien, Amsterdam, Madrid, werden dichter, teurer und technologisch vernetzter sein als heute. European Union Institute for Security Studies. In diesen Städten werden Gebäude nicht mehr nur Gebäude sein. Sogenannte Smart Cities werden Realität sein. Orte, an denen Verkehr, Energie, Wasser und Sicherheit durch vernetzte Systeme koordiniert werden. Ampeln, die den Verkehrsfluss in Echtzeit optimieren. Straßen, die ihren eigenen Verschleiß melden. Müllabfuhr, die erst kommt, wenn die Tonne wirklich voll ist. Klingt nach Details. Aber in der Summe bedeutet es weniger Verschwendung, weniger Staus, weniger Lärm. Future Timeline. Und über den Dächern. Keine Lieferdrohnen im Science-Fiction-Stil, wie wir sie uns vorgestellt haben. Etwas Nüchterneres, aber Wirksameres. Ein vollständig elektrisches, autonom koordiniertes Liefernetz, das Pakete, Lebensmittel und Medikamente in Minuten bringt. Ohne menschliche Fahrer, ohne Abgase, ohne Stau. Das Klima. Und was es mit Europa gemacht hat? Hier wird es ernst. Europa erwärmt sich schneller als der globale Durchschnitt. Europas Klimaforschungsgruppen prognostizieren für den Mittelmeerraum eine durchschnittliche Temperaturerhöhung von 3,1 Grad Celsius. 1 Grad über dem globalen Mittel. Was das konkret bedeutet? In Andalusien wird es im Sommer bis zu 20 Tage mit Temperaturen über 40 Grad geben. In Norditalien werden Hitzewellen, die heute alle 10 Jahre auftreten, alle 2 Jahre kommen. Und selbst in Norddeutschland werden mehrere Tage im Jahr Temperaturen erreicht, die heute noch als Extremereignisse gelten. Das ist 2055. Nicht 2150, 2055. Extreme Wetterereignisse, Hitzewellen, Überschwemmungen, Dürren werden in Häufigkeit und Intensität weiter zunehmen. Jede Region Europas wird betroffen sein. Der Unterschied liegt nur darin, wie. Der Norden kämpft mit mehr Regen, stärkeren Stürmen, steigendem Meeresspiegel an seinen Küsten. Der Süden kämpft mit Dürre, Waldbränden und Wasserknappheit. Und der Osten, Polen, die Ukraine, die Balkanstaaten, steht zwischen beiden Extremen. Was bedeutet das für den Alltag? Die Architektur verändert sich. Nachhaltige Bauweisen und grüne Technologien werden zur Norm. Neue Gebäude in Südeuropa werden nicht mehr mit großen Fensterfronten nach Süden geplant. Sie werden gebaut, wie die Häuser des Mittelmeerraums vor Jahrhunderten. Dick, schattig, mit Innenhöfen und natürlicher Belüftung. Was die Klimaanlage ersetzt, ist Architektur. Und das ist keine Rückkehr in die Vergangenheit. Es ist die Zukunft. Die Landwirtschaft verschiebt sich nach Norden. Was heute in Südfrankreich wächst, wächst 2055 in der Normandie. Was heute in Nordafrika angebaut wird, gedeiht 2055 in Spanien kaum noch.
Traditionelle Weinregionen, die Toskana, der Bordeaux, die Mosel, werden durch den Klimawandel fundamental verändert. Einige Sorten werden verschwinden, andere aus wärmeren Klimazonen werden ihren Platz einnehmen. Wein aus Schweden ist 2055 keine Kuriosität mehr. Es ist Realität. Die Menschen und wie wenige es werden. Das vielleicht einschneidendste Merkmal des Europa von 2055 ist nicht das Klima. Es sind die Menschen. Europa altert. Die Demografie verändert die Gesellschaft in einem Tempo, das politische Systeme, Rentenkassen, Gesundheitsversorgung und den Arbeitsmarkt gleichzeitig unter Druck setzt. Heute ist jeder 7. Europäer über 65. 2055 wird es jeder 4. sein. Das klingt abstrakt. Es ist es nicht. Denken Sie an ein konkretes Bild. Ein Dorf in Bayern. Heute noch lebendig. Eine Schule, ein Supermarkt, ein Arzt. 2055 ist die Schule geschlossen, weil es keine Kinder mehr gibt. Der Supermarkt liefert nur noch per Drohne, weil sich ein Laden nicht mehr rechnet. Und der Arzt ist eine KI. Eine, die Symptome analysiert, Diagnosen stellt und Medikamente empfiehlt, bevor ein Mensch in die Sprechstunde kommt. Das ist kein Einzelfall. Das ist das strukturelle Bild weiter Teile Ost- und Südeuropas. Der Fachkräftemangel wird sich bis 2055 drastisch verschärft haben. Ohne gezielte Maßnahmen fehlen Europa Millionen von Arbeitskräften in Bereichen, die nicht automatisiert werden können. Pflege, Erziehung, soziale Arbeit, Handwerk. Roboter können viel. Aber sie können nicht in der Nacht neben jemandem sitzen, der Angst hat. Noch nicht. Die Antwort auf diesen Mangel kommt von außen. Migration wird die demografische Entwicklung Europas bis 2055 maßgeblich prägen. Und mit ihr die kulturelle, politische und soziale Realität des Kontinents. Europa wird 2055 ethnisch vielfältiger sein als je zuvor in seiner Geschichte. Das ist keine politische Aussage. Das ist Mathematik. Weniger Geburten plus mehr Bedarf an Arbeitskräften gleich Zuwanderung oder Stagnation. Wie Europa damit umgeht, ist die offenste politische Frage des Kontinents. Die Energie und wie Europa sie gewann. Es gibt auch gute Nachrichten. Echte, substanzielle, historische, gute Nachrichten. 2055 wird Europa, wenn die aktuellen Entwicklungen sich fortsetzen, den größten Energieumbau seiner Geschichte vollzogen haben. Seit Mitte der 2020er Jahre sind die globalen CO2-Emissionen nicht mehr gestiegen. Ein entscheidender Wendepunkt. Solarenergie, Windkraft, Gezeitenkraftwerke und Geothermie decken in den meisten europäischen Ländern mehr als 80% des Strombedarfs. Und dann ist da ITER. Der Kernfusionsreaktor in Südfrankreich, der 2035 zum ersten Mal Fusionsenergie demonstriert hat, ist 2055 nicht mehr ein wissenschaftliches Experiment. Er ist der Prototyp einer neuen Epoche. Erste kommerzielle Fusionskraftwerke gehen in den 2040er Jahren ans Netz. 2055 liefern sie Strom für Millionen Haushalte in Frankreich, Deutschland und Großbritannien. Kein Atommüll. Keine Emissionen. Praktisch unbegrenzter Treibstoff in Form von Wasserstoff. Was jahrhundertelang der Traum der Physiker war, ist 2055 Ingenieurswirklichkeit. Das Stromnetz ist europäischer als je zuvor. Solarstrom aus Spanien fließt nach Schweden. Windkraft aus der Nordsee versorgt Polen. Der Kontinent teilt seine Energie, weil er gelernt hat, dass das für alle günstiger ist als nationale Alleingänge. Die Medizin und warum 100 keine Seltenheit mehr ist, 100 Jahre alt zu werden, ist 2055 keine Utopie mehr. Personalisierte Medizin, Genomsequenzierung und neue Behandlungsmethoden haben die Lebenserwartung erneut nach oben verschoben. Was bedeutet das konkret? Krebs ist 2055 in vielen Fällen keine tödliche Diagnose mehr, sondern eine chronische Erkrankung, die kontrolliert wird. Immuntherapien, die auf das genetische Profil jedes Patienten zugeschnitten sind, erzielen Heilungsraten, die heute undenkbar wären. Alzheimer, die vielleicht gefürchtetste Krankheit des Alters, wird 2055 durch Früherkennungstest im Blut jahrzehntelang vor dem Ausbruch erkannt.
Und neue Wirkstoffe verlangsamen den Verfall messbar. Im Operationssaal arbeiten Chirurgen nicht mehr allein. Robotersysteme führen millimeterpräzise Eingriffe durch, kontrolliert von einem menschlichen Chirurgen, der sich 500 Kilometer entfernt befindet. Fernchirurgie ist 2055 Routine, keine Sensation. Und Organe aus dem Labor, aus Biodruckern, die Schicht für Schicht lebendes Gewebe aufbauen, retten Leben, die noch in den 2020er Jahren verloren gegangen wären. Die Technologie und was sie uns genommen hat. Aber kein Wandel kommt ohne Preis. Künstliche Intelligenz hat bis 2055 Millionen von Berufsbildern verändert oder verschwinden lassen. Die digitale Transformation hat eine neue gesellschaftliche Frage aufgeworfen. Wer profitiert und wer bleibt zurück? In Ländern mit starker Bildungsinfrastruktur, Deutschland, den Niederlanden, Skandinavien, hat die Automatisierung Wohlstand geschaffen, weil die Menschen in neue Berufe umgeschult wurden. In Teilen Südeuropas und manchen Regionen Osteuropas hat sie Arbeitslosigkeit hinterlassen, die kein Sozialsystem dauerhaft auffangen kann. Cybersicherheit ist 2055 eine der zentralen Herausforderungen für Regierungen, Unternehmen und Einzelpersonen. Je vernetzter die Infrastruktur, desto verletzlicher ist sie. Ein Angriff auf das Stromnetz ist kein kriminelles Delikt mehr, er ist ein Kriegsakt. Europa hat 2055 gemeinsame Cyberverteidigungsstrukturen aufgebaut, die denen der NATO ähneln, aber die Bedrohung wächst schneller als die Abwehr. Und die sozialen Medien? Sie existieren noch, aber sie sehen völlig anders aus. Nach einer Welle von Regulierungen in den späten 2020er und frühen 2030er Jahren sind die alten Plattformen entweder verschwunden oder grundlegend verändert. Europa hat digitale Ethik und virtuelle Governance zu politischen Kernthemen gemacht. Was jemand online sagen darf, wie Algorithmen Inhalte verbreiten, wem Daten gehören, das sind 2055 gelöste Rechtsfragen. Nicht perfekt gelöst, aber gelöst. Was bleibt? 2055 ist Europa nicht das Europa, das wir kennen. Es ist älter, wärmer, technologisch fortgeschrittener, kulturell vielfältiger, energetisch unabhängiger, medizinisch leistungsfähiger und an manchen Stellen leerer, verletzlicher, ungleicher. Die großen Fragen, die wir heute stellen: Wie halten wir die Demokratie stark? Wie finanzieren wir den Wohlfahrtsstaat ohne genug Beitragszahler? Wie schützen wir unsere Küsten, unsere Wälder, unsere Lebensräume? Sind 2055 nicht beantwortet. Sie sind dringlicher geworden. Aber Europa hat etwas, das es immer hatte: die Fähigkeit zur Transformation. Die Geschichte des Kontinents ist eine Geschichte von Krisen, die zu Wandel geführt haben, von Kriegen, die zu Institutionen geführt haben, von Zerfall, der zu Zusammenschluss geführt hat. 2055 wird Europa anders sein. Die Frage ist nicht ob, sondern wie mutig wir die nächsten 30 Jahre gestalten. Bis zum nächsten Mal. Es ist gut, dass es sie gibt. Auf Wiedersehen.